In den letzten Jahren hat das Vertrauen zwischen Ländern Brüche bekommen. Das ist ein Problem, wenn kooperiert werden soll. Und die Länder verwenden immer mehr ökonomische Instrumente, um damit Machtpolitik zu machen. Du wirst am 15.12. über die Geoökonomik und das Nullsummenspiel sprechen. Dieser Titel mag für Nicht-ExpertInnen etwas sperrig klingen. Was erwartet uns denn am 15.12.? Ja, in der Geoökonomik geht es darum, wie Länder ökonomische Instrumente, vor allem auch Instrumente des Außenhandels oder auch die Wechselkurse, einsetzen, um damit Machtpolitik zu machen. Und das Ganze passiert sehr häufig in einem Nullsummenkontext. Das heißt, dass wenn das eine Land sich besser stellt, das andere Land automatisch schlechter gestellt wird. Das klingt für mich ein bisschen danach, als wäre das eigentlich kontra zur klassischen Außenhandelstheorie, die wir so kennen. Was denkst du, welche Implikationen hat diese Sichtweise auf die Welt für das, wie wir die Außenhandelsökonomie, den Freihandel etc. wahrnehmen und verstehen sollten? Ja, geopolitische Anliegen machen es ganz schwer zu kooperieren, weil man immer die Sorge hat, dass durch Kooperation mein vermeintlicher politischer Gegner stärker wird und dass sich vielleicht der relative Abstand zwischen zwei Ländern verkleinert. Diese Sorge ist in unseren Standardmodellen überhaupt nicht da. Da sind wir froh, wenn es uns besser geht und wenn der Handelspartner auch Zuwachs hat in seinem Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel, vielleicht sogar mehr als ich selber, dann sagt man, super, kein Problem. Mit einer geopolitischen Logik, mit einer Nullsummenlogik ist das anders, da will man den Gegner klein halten. Das klingt für mich sehr nach Donald Trump und der Politik, die wir da beobachtet haben. Würdest du das als Initialzündung sehen für diese neue Art, über die großen Probleme nachzudenken? Und wie würde sich das aus deiner Sicht auf das ganz große globale Problem, nämlich den Klimawandel, auswirken? Ja, also Donald Trump war sicherlich ganz wichtig in diesen Fragen. Er hat Gewissheiten zertrümmert, er hat Vertrauen zerstört. Vertrauen ist wichtig, um sich auf Positivsummenlogik einzulassen. Und das hat natürlich in allen Bereichen Folgen, wo Länder miteinander kooperieren müssen. Und gerade für eine gute globale Klimapolitik brauchen wir das Vertrauen, dass alle machen, was notwendig ist. Trump hat hier großen Schaden angerichtet, der heute noch weiter wirkt.